Die Marke Saab kennt man für turboaufgeladene Motoren, außergewöhnliche Ingenieurskunst und Rallye-Fahrzeuge. Aber bestimmt nicht unbedingt für das Auto, mit dem ich heute unterwegs bin, nämlich ein Autotransporter. Na gut, es gab mal eine Zeit, in der Saab zusammen mit dem Lkw-Hersteller Scania fusionierte. Da hätte man sich so einen Transporter vorstellen können. War aber nicht so, denn der Zusammenschluss der beiden Firmen fand erst nach dem Bau dieses Modells statt. Also, unser Saab ist ein echtes Einzelstück und für den Transport von Rallye-Fahrzeugen konzipiert. Der schwedische Rennfahrer Lars Tong hatte zusammen mit seinem Bruder Hans eine Karosseriewerkstatt in Växjö. Die beiden brauchten einen Transporter für ihren Saab 93 und später 96 Sport. Sie hatten keinen, also bauten sie sich einfach einen. Als Grundlage war ein 96er Modell mit Frontantrieb perfekt. Tong erwarb ein beschädigtes Modell, schnitt ihn hinter der Tür ab und verlängerte ihn durch einen starren Vierkantrohrrahmen. Und das Heck schlossen die Brüder mit einer Heckscheibe von einem Volvo Amazon Kombi. Der 96 kam ohne Motor zu Tong. Durch seine guten Kontakte zum Renningenieur von Saab, Ralf Melde, erhielt er einen 60 PS starken 900 Kubik Zweitakter, direkt aus der Rennabteilung. Die Leistung brauchte das Fahrzeug aber auch, denn mit seinen 7 Metern mussten die Brüder lange Strecken nach Sandford zum Nürburgring fahren, wo sie ihre Rennen fuhren. In den späten 70er Jahren wurde der Saab dann grundlegend überarbeitet. Neben der langen Nase hielt auch der 1,7 Liter Ford-Motor Einzug. Das Freilaufgetriebe aus dem Zweitakter blieb aber drin. (2005) kam der Wagen in die Niederlande. Nach einigen kosmetischen Anpassungen stand auch eine Restaurierung an. Dort erhielt der Saab eine Servolenkung und eine Leistungssteigerung auf 90 PS. Der Saab hat sich also Eigenschaften aus 2 Fahrzeugkategorien erhalten. Er wiegt 1300 Kilogramm bei 3300 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht. Wenn man nur geradeaus fährt und auch nur nach vorne schaut, sitzt man gefühlsmäßig in einem ganz normalen 96er. Dank der Leistungssteigerung fährt der Saab bis zu 130 km/h ohne Zuladung. Wenn man aber sich auf eine Ausfahrt zubewegt, dann bemerkt man erst, worin man wirklich sitzt. Denn der Wendekreis kommt tatsächlich von einem LKW und die Servopumpe ist für ein Fahrzeug dieser Größe ein wenig zu klein geraten. Zum Nürburgring ist es mir heute ein bisschen weit. Ich fahre nur zurück ins Depot LKW und Bus. Und wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge PS Speicher TV.